Ich habe für heute eine Schwierigeaufgabe von unserem Team bekommen, nämlich die Diskussion um soziale Ungleichheiten in einem kurzen Video zusammenzufassen. Die Aufgabe ist deshalb so schwierig, weil die Forschung um soziale Ungleichheit praktisch seit dem Anfang der Sozialwissenschaften existiert. Insofern könnte man dann vielleicht grob einschätzen, dass in einem Fach wie Soziologie mindestens 30% der gesamten Produktion, die es vorliegt, hängt mit dem Thema direkt oder indirekt soziale Ungleichheiten zusammen. Um diesen wirklich sehr umfassendes Feld etwas einzuschränken, möchte ich von 4 Fragen ausgehen, die uns dabei helfen, die Diskussion ein bisschen zu strukturieren. Die erste Frage bezieht sich auf Ungleichheit von was? Und damit fragen wir, ob wir über Ungleichheit in Bezug auf sozioökonomische Ungleichheit, Einkommen, Besitztum und so weiter, oder ob wir andere Dimensionen der Ungleichheit auch mit berücksichtigen. Zum Beispiel in Bezug auf Machtasymmetrien, sozioökologische Risiken oder auch epistemologische Ungleichheiten. Was damit gemeint ist, dass unterschiedliche Subjekte unterschiedliche Möglichkeiten haben, ihr Wissen praktisch als valid gelten zu lassen. Dann kommen wir auf die zweite Frage: Ungleichheit zwischen wem? Meistens meinen wir Ungleichheit zwischen Familien oder Individuen, aber wir haben auch Gruppen, die bedeutend sind, wenn wir bestimmte Formen der Ungleichheit untersuchen wollen. Diese Gruppen sind zum Beispiel nach Gender, Ethnizitäts- oder anderen relevanten Kategorien unterteilt. Dann können wir zum Beispiel fragen, wie ist dann die Ungleichheit zwischen Frauen und Männern in einem bestimmten Land? Oder wie ist die Ungleichheit, was zentral und relevant für Lateinamerika, zwischen Indigenen und Nicht-Indigenen, zwischen Schwarzen und Weißen? Das sind dann nicht mehr individuelle Ungleichheiten, das sind Ungleichheiten, die sich auf Gruppen beziehen. Wir haben aber auch eine dritte und auch ganz zentrale Frage, und sie lautet Ungleichheit wo? Und da können wir entweder uns auf soziale Sphären beziehen, wir können Ungleichheit in dem Arbeitsmarkt, in dem Freizeitbereich oder in einem gesellschaftlichen Bereich untersuchen. Aber wir können auch uns mit dieser Frage Ungleichheit wo auf Skalen der Ungleichheit beziehen. Damit gemeint ist, ob wir uns mit lokalen, nationalen oder globalen Ungleichheit zu tun haben. Für Lateinamerika ist ganz zentral festzuhalten, dass Ungleichheit dort, auch wenn sie lokal zu untersuchen, zu beobachten sind immer global in einem globalen Zusammenhang angesiedelt. Das heißt, dass wenn jetzt dann wir die Konzentration von Land in Länder wie Paraguay oder Brasilien, müssen wir dann natürlich über die Produktion von Soja oder anderer Produkte, die global vermarktet werden, auch fragen. Insofern ist diese Konzentration von Land dort immer schon ein Reflex globaler Prozess gewesen. Die letzte Frage, die für uns relevant ist Ungleichheit wann? Normalerweise, wenn wir von Ungleichheit denken, denken wir an Ungleichheit heute und jetzt. Aber natürlich haben Ungleichheiten eine Geschichte. Wenn man zum Beispiel die Ungleichheiten zwischen Schwarz und Weiß in Lateinamerika denkt, muss man dann notwendigerweise an die Sklaverei denken, an Kolonialismus denken, wo diese Ungleichheiten sich herauskristallisiert haben, die bis heute zu sehen sind. Damit, ausgehend von diesen 4 Fragen, können wir eine umfassende Definition von Ungleichheit haben, die wir auch in unserem Projekt verwenden, und die könnten vielleicht so klingen: Ungleichheit sind soziale Distanzen zwischen Individuen oder Gruppen von Individuen, die sich entweder auf sozioökonomische Machtasymmetrien
oder andere Dimensionen von Ungleichheiten beziehen. Sie können dann lokal untersucht werden, aber die globalen Verflechtungen sind immer mitzudenken und diese Ungleichheit sind auch historisch zu berücksichtigen, da sie dann immer eine Vorgeschichte haben. Das, was wir heute sehen, ist nicht heute entstanden. Damit hoffe ich, dass ich zumindest einen ersten Zugriff vermitteln könnte für diejenigen, die sich mit Ungleichheit in Lateinamerika mit der Perspektive arbeiten wollen, die wir in unserem Forschungszentrum Messile auch verwenden. Vielen Dank.